Heute montieren wir das Simrig SR2 Motion System an ein Simetic X2 Cockpit. Was ihr bei der Inbetriebnahme berücksichtigen müsst und wie einfach dies vonstatten geht, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Beim Simetic X2 Cockpit und beim Simrig SR2 Motion System handelt es sich um Testmuster, die für den langfristigen Betrieb in meinem Simracing Testcenter vorgesehen sind. Buchen und besuchen lautet die Devise, klickt auf meiner Homepage und testet diese Peripherie selbst vor Ort, macht euch selbst ein Bild. Nächstes Kapitel, die Inbetriebnahme. Die sehen wir uns am besten wieder live und direkt am Rig an. Viel Spaß damit. In der Nahaufnahme könnt ihr gut erkennen, wie all dies positioniert bzw. montiert ist. Ich nehme euch auch hier mit der Cam nochmal doppelt mit, um euch dies alles genau zeigen zu können. Ihr seht die 4 Aktuatoren hier vorderseitig angebracht und hier rückseitig angebracht an folgenden Montagepunkten. Und zwar, wenn ihr hier etwas hinter der Wheelbase-Aufnahme mit dem Aktuator ans Rig geht, im Prinzip genau in der Mitte dieses Dreiecks, das könnt ihr hier gut erkennen, und dann rückseitig ziemlich weit hinten, fast auf der hintersten Position, dann bekommt ihr das optimale Maß von einem Quadrat geboten. Was bedeutet dies? Das zeige ich euch nochmal. Lasst mich die Cam jetzt weglegen, dann kann ich euch dies nochmal rausmessen. Und das könnt ihr hier sehen, ihr habt den Abstand von Aktuator Mitte gemessen von um die, ja, ich würde sagen 77 cm. Und wenn ihr dies jetzt in der Breite hier rausmesst, dann seid ihr in dem Bereich von ebenso um die 78 cm. Das ist optimal, so ein Quadrat am Motion Simulator hier in Betrieb zu nehmen und diese Dinger dann entsprechend perfekt ansteuern bzw. einrichten zu können. Die Montage ist sehr einfach über den 120er Grundrahmen beim Simetic X2, direkt über die Brackets, die ihr dann von Simrig mitgeliefert bekommt. Hier dieses gewinkelte Bracket mit den entsprechenden Nuttensteinen direkt und mit dem Rig verbunden. Die zweite Verbindung ist dann direkt über die Profile. Auch die bekommt ihr von Simrig mitgeliefert. Diese 20er Profile, wartet, ich zeige euch diese etwas von hinten. Da seht ihr hier diese durchgehenden Profile. Das könnt ihr hier wunderbar erkennen, einmal und zweimal, und mit diesen beiden Profilen werden dann die Aktuatoren verbunden und diese wiederum direkt ans Rig gebracht. Ich gebe euch hier dringend den Tipp, eben zuerst die Aktuatoren mit diesen beiden Querprofilen zu verbinden und erst wenn ihr dieses Package beieinander habt, dann dieses Paket hier ans Rig zu schrauben. Das ist so mein Tipp. Was gibt es noch bei der Montage zu berücksichtigen? Im Prinzip nicht mehr viel. Sobald ihr die Aktuatoren ans Rig gebracht habt, dann seid ihr nahezu fertig. Hier seht ihr unterhalb des Sitzes die Steuerbox angebracht und dann mit den entsprechenden Kabeln. Hier rechtsseitig in Sitzrichtung oben den Notaus und dann folgerichtig oberer Anschluss. Das ist der vordere Aktuator auf der rechten Seite, dieser hier, der Anschluss darunter, hinterer Aktuator und auf der linken Seite analog. Das ist jetzt alles, was ihr berücksichtigen müsst. Das war's dann schon mit der Montage und ihr könnt jetzt hier im Betrieb loslegen. Zu den technischen Details kurz: Simrig SR2 Motion System wird angegeben mit einer maximalen Last von 225 Kilogramm. Das heißt, alles, was du jetzt hier aufbaust, sprich dieses Rig, das um die 50 Kilo wiegt, mit dem Sitz, mit der Peripherie, mit der Monitorhalterung, mit dem Bildschirm, da bist du in dem Bereich von 80 Kilogramm. Dann kommt noch dein Körpergewicht dazu, bei mir um die 90 Kilogramm. Dann könnt ihr ausrechnen, sind wir bei 170 Kilogramm Gesamtbelastung. Lasst es auf 180 Kilogramm von mir aus hochgehen. Da habe ich einiges an Spiel noch, um zuzunehmen. Und da haben wir immer noch einen Gap, eine Lücke, eine Reserve des Simrig SR2 Motion Systems von um die 45 Kilogramm. Das heißt, auch im Dauerbetrieb seid ihr hier noch weit weg
von irgendwelchen Limits bzw. von der Maximalauslastung. Einen Punkt, den es noch zu erwähnen gibt, ist der absolut lautlose, nahezu lautlose Betrieb. Auch immer wieder angefragt von meinen Kunden: Hey Ron, wie sieht es denn aus mit der Lautstärke von so einem Motion-System? Ich habe eine hellhörige Wohnung, Nachbarn oder im Nebenzimmer möchte meine Freundin in Ruhe schlafen und ihr könnt jetzt hier hören, ich habe den Spielesound jetzt mal runtergedreht. Hört mal kurz rein, was ihr jetzt von diesem System hört oder nicht hört. Ihr hört ein extrem leises Ansprechen der Aktuatoren. Du hast kein Poltern, du hast kein Rütteln. Wenn deine Wheelbase entsprechend gut und spielfrei ausgeführt ist, wie diese SimMagic, dann hast du hier auch kein Klackern über deine Wheelbase. Die Shifter sind in einem angenehmen Geräuschbereich. Dann wirst du hier aus einem Nebenzimmer oder über den Boden absolut keine Geräusche jetzt übertragen bekommen. Das ist so ein sehr wichtiger Punkt, wenn du so ein Komplettsystem in deinen eigenen vier Wänden in Betrieb nehmen möchtest. Und nun geht es zum Rennstreckentest. Auch dies sehen wir uns wieder live und direkt am Rig an. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit Assetto Corsa Competizione mit folgendem Setup. Klarerweise das Simrig SR2 Motion System montiert an dem Simetic X2 Cockpit. Ihr seht hier einen Samsung 49 Zoll 144 Hertz Monitor 32:9. Die weitere Peripherie, heute eine SimMagic Alpha Mini, eine 10 Newtonmeter Wheelbase im Einsatz, darauf montierten Alphatec Racing Dashboard. Hier seht ihr einen günstigen SHH-Shifter. Was gibt es jetzt noch zur heutigen Peripherie zu sagen? Eine Einsteigersitz OMP. Und bei den Pedalen sind wir heute unterwegs mit den Fanatec Elite V2. Kommen wir zum Wesentlichen, jetzt zu unserem Test in Sachen Motion, Simrig SR2 und dem Simetic X2 Cockpit. Hier gibt es, wie bereits erwähnt, zu Beginn nichts Spannendes zu berichten. Die sehr einfache Montage, der sehr problemlose Betrieb macht diese beiden Systeme zu einer sehr guten, gut abgestimmten Kombination in meinen Augen. Warum gut abgestimmt? Ihr habt sehr gute Montagepunkte in Sachen Aktuatoren und kommt hier zum Idealmaß einer quadratischen Ausrichtung bzw. eines quadratischen Anbaus dieser Aktuatoren rund ums Rig. Das heißt für euch, ihr habt gleiche Abstände, nahezu auf den Zentimeter genau in Sachen Längsrichtung von Aktuator Mitte zu Aktuator Mitte hinten und genauso wie seitlich Aktuator rechts zu Aktuator links. Das heißt, ihr habt quasi ein Quadrat, über dem ihr sitzt, und das ist eine optimale Anbringung deiner Aktuatoren an einem Rig, die, wie bereits erwähnt, sehr einfach vonstatten geht. Wir hatten hier die einzige Adaption, die du klarerweise auch weglassen kannst. Du kannst diese Simetic-Blende entfernen und weglassen oder dann mit einer Adapterlösung, wie ich dies gemacht habe, 4 Buchsen aus dem 3D-Drucker hier anbringen und hast diese Simetic-Optik bzw. diesen Anbau wieder mit an Bord. Ja, zum Simrig SR2 Motion System, das kennt ihr aus einigen meiner Videos zu diesem System. Ihr könnt diverse Einstellungen bzw. Hotkeys direkt auch am Lenkrad belegen, wie hier Motion System ausschalten. Und dann seht ihr hier, alles ruhig, nichts mehr bewegt sich. Das kommt euch dann so vor, das berichten auch meine Testkunden, wenn du mit dem Motion System unterwegs warst, dieses dann ausschaltest, dann kommt dir dies alles wie so ein totes Erlebnis jetzt im Simracing Simulator vor, weil du vorher diese ganze Bewegung, diese Streckendetails rückgemeldet bekommen hast und plötzlich hier alles still steht. Mit einem Knopfdruck hier übers Lenkrad das Motion System wieder enabled, wieder aktiviert, und dann hast du wieder das gewohnte Fahrfeeling mit am Start. Wichtig für euch auch Buttons wie die Motion Intensität, die könnt ihr belegen. Ich schalte mal lauter, dann könnt ihr dies auch hören, akustisch.
könnt ihr die diversen Presets eben durchschalten, wie jetzt so ein raueres Profil, und sofort merkt ihr auf der Strecke, ihr habt wesentliche sensibleres Anspruchverhalten der Aktuatoren, die euch dann die Streckendetails deutlicher rückmelden, die ganzen Curbs, all dies drum und dran. Ja, so eine Kombination jetzt für mich im Rennstreckentest, die sehr gut ausgelotet, in meinen Augen in Sachen Motion in einem wirklich fairen Preisbereich unterwegs ist. Ein Simetic X2 Cockpit, da kommt ihr knapp unter 1000 Euro rum. Dieses Motion-System, da seid ihr bei guten 4000 Euro. Das klingt nach viel, aber zu diesem Gesamtpreis habt ihr dann ein Motion-System samt stabilen Rig hier im Einsatz, das Plug-and-Play läuft und völlig frickelfrei in Betrieb genommen werden kann. Wenn ihr dies vergleicht mit den üblichen Motion-Preisen im Netz, D-Box und diese ganzen Dinge, die ich auch mehrfach gefahren bin, auf diversen Messen, auf diversen Events, bei meiner persönlichen Community, da seid ihr in Preisbereichen für ein Full-Motion-System, die gehen ab 8, 9, 10.000 Euro los. Und hier könnt ihr mit dem Motion-Betrieb bzw. mit der Erfüllung eures Motion-Traums in meinen Augen wirklich einiges an Geld sparen. So viel jetzt zu den Testrunden mit dem Simric SR2 Motion System und Simetic X2. Ich drehe diese Runde noch fertig und melde mich dann in Kürze wieder bei euch. Nächstes Kapitel, das Fazit. Wie einfach ihr ein Simric SR2 Motion System an ein Simetic X2 Rig montiert bekommt, das habt ihr in den letzten Minuten gesehen. Ich bin nun seit mehreren Jahren mit Simric SR1, dann SR2 Motion unterwegs und kann auch über die Jahre eine klare Kaufempfehlung für dieses Paket aussprechen. Plug-and-Play Software, Software täglich am neuesten Stand, neue Features eingepflegt, absturzfrei automatische Spieleerkennung bis hin zu einem Konsolenbetrieb für ausgewählte Spiele. Das sind die Punkte, die Simric klar auf der Pro-Liste hat und das gleichzeitig bei einem sehr vernünftigen Preis, wenn ihr die Motion-Preise im Netz so kennt. In Sachen Simetic X2 ist dies nun seit einigen Wochen bei mir im Haus. Das Review dazu habt ihr gesehen. Simetic macht in Kombination mit dem Simric SR2 Motion System einen sehr guten Job. Keine Instabilitäten und all dies macht das Simetic X2 Cockpit zu einem sehr guten Begleiter mit dem Simric SR2 Motion System. Die sehr einfache Inbetriebnahme des Simric SR2 Motion System über den Grund-Aluprofilrahmen des Simetic X2 macht dies nahezu zum Kinderspiel und ihr könnt in Kürze Plug-and-Play mit dieser Combo unterwegs sein. Buchen und besuchen heißt die Devise. Viele von euch haben mich bereits in meinem Simracing Testcenter besucht und auch diese Kombination bereits getestet. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch einmal im echten Leben bei mir empfangen könnte. Weiter geht's mit einem spannenden Ausblick. Das Asus ROG Ally, dieses Handheld, ist bei mir seit einigen Tagen im Einsatz und ich arbeite bereits an einem Vergleichstest mit dem Steam Deck. Hier wird es ein ausführliches Review beider Handhelds im Vergleich mit diversen Rennspielen geben. Dazu warten einige spannende Projekte auf euch. Eins kann ich euch jetzt einige Monate im Voraus bereits verraten. Ihr werdet mich auf der Gamescom 2023 treffen können, voraussichtlich am Samstag und dann später klarerweise im Oktober auf der Simracing Expo 2023. Vielen Dank fürs Dabeisein, den Support in meinem Kanal. Abo und Like bitte nicht vergessen, das würde mich freuen, wenn es dir bei mir gefallen hat. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Ron.